Klimawandel, das bestimmende Thema unserer Zeit. Um ihn in den Griff zu bekommen, reicht die Energiewende allein nicht aus. Auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen müssen sich ändern. Dazu gehört auch ein Wandel in der Mobilität hin zu einem nachhaltigen Konzept, das jedoch trotzdem mit den steigenden Bedürfnissen mithalten kann. Um dieses Thema zu diskutieren, organisierte das ZEW mit dem Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg und mit Unterstützung der BW Bank in Stuttgart eine Podiumsdiskussion. Vor rund 200 Gästen machten die Experten deutlich, wie wichtig die Mobilität der Zukunft sein wird. Wir haben die Energiewende vor uns, wir wollen CO2-neutral werden bis 2050 und Mobilität, Verkehr spielt eine ganz wichtige Rolle. Bietet auch viele Chancen, also man muss es nicht, wir machen das nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Die Digitalisierung mit Elektromobilität, neue Verkehrskonzepte, also ich glaube, da wird auch viel Gutes auf uns zukommen. Unter der Leitung des Chefredakteurs der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs, sind sich die Gäste auf dem Podium in einem Punkt sicherlich einig. Der Wandel der Mobilität wird zwar nicht einfach, birgt jedoch, wenn richtig geplant und umgesetzt, viele Chancen für Deutschland. Wir verlieren extrem viel Zeit im Stau, bei der Parkplatzsuche. Wir haben die Belastung der Innenstädte mit Verkehr. Also wenn wir das smarter steuern würden, also ich glaube, wäre uns da viel geholfen. Auf dem Podium diskutierten Verkehrsminister Winfried Herrmann, ZEW-Präsident Achim Wambach, Professorin Cordula Kropp und Siemens-Manager Manfred Fug. Fazit: Der Wandel kann nur gemeinsam funktionieren. Es ist ein so großartiger Wandel, also eine so komplexe Transformation. Alle Akteursgruppen sind gefragt. Die Politik muss Spielregeln setzen, muss das Ziel auch verbreiten, den Wandel vorbereiten, entsprechende Kompetenzen fördern. Die Wirtschaft muss möglichst innovativ Antworten entwickeln, braucht eine gewisse Innovationssicherheit, braucht auch ein Stück Ehrlichkeit und Verteilungsfairness. Es werden neue Spieler auf den Markt kommen, es wird sich umarrangieren und die Zivilgesellschaft muss besser ihre Anliegen selber wahrnehmen und dann auch transparent machen. Im Moment haben wir Rahmenbedingungen, die sehr stark das Auto fördern und andere Verkehrsarten eher missachten. Und das muss sich ändern, denn natürlich will jeder am Ende natürlich auch kostengünstig unterwegs sein und er will es bequem haben. Deswegen muss auch der öffentliche Verkehr bequem sein und auch der Radverkehr muss bequem und sicher sein. Und das ist die Aufgabe der Politik, da auch die Rahmenbedingungen zu verändern, aber auch zu fördern und zu investieren in das Richtige. Dass gerade auch die Wissenschaft eine führende Rolle in der Erschaffung und Umsetzung von Ideen hat, das wird immer deutlicher. Die Forschung nimmt ihre Aufgabe ernst und wird von der Politik als Partner wahrgenommen. Zumindest verantwortungsvolle Politiker arbeiten wissenschaftsgestützt und nicht einfach so. Wir machen auch nicht irgendeine Maßnahme, ohne zu wissen, wie sie wirkt. Da macht man Modelle, lässt es durchspielen, guckt, wie könnte es alternativ gehen und so weiter. Von daher glaube ich, dass Wissenschaft eine große Rolle spielen kann und auch heute schon spielt. Sie könnte sogar noch eine größere Rolle spielen, wenn sie sich noch besser vermittelt. Nicht nur der Politik, sondern auch der Bevölkerung. Auch die Gäste hatten die Möglichkeit, mit den Experten zu diskutieren und machten davon reichlich Gebrauch. Das Fazit am Ende: bei den Teilnehmern durchweg positiv. Ich glaube, dass solche Veranstaltungen wie heute dazu geeignet sind, den Leuten die Augen zu öffnen. Ich glaube, dass wir dadurch mehr Öffentlichkeitswirksamkeit bekommen, dass wir als Gesellschaft das Thema bewusster wahrnehmen, auch in den Einzelheiten, was das bedeutet. Das verschafft der Öffentlichkeit einen großen Zugang auch zu den einzelnen Argumenten. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, solche Veranstaltungen zu haben, um diese Plattform zu bieten, dass wir als Gesellschaft uns wandeln können. Wir haben als einen Auftrag, auch die Erkenntnisse der Wissenschaft in die Diskussion zu tragen. Aber es ist auch umgekehrt so, dass wir in diesen Diskussionen immer sehr viel lernen und dass wir dann auch wissen, was wir für Projekte machen können. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von diesen Veranstaltungen, wo wir dann auch ins Gespräch kommen mit Politikern, mit anderen Wissenschaftlern, mit Unternehmen, aber auch mit den Bürgern, die dann ihre Interessen reinbringen. Und ich habe eine ganze Reihe von Anregungen bekommen und ich hoffe, dass auch ein bisschen von dem, was wir machen, vielleicht auf die Art den Weg in die Politik findet oder in die Unternehmen findet. Wir werden es sehen. Wirtschaftspolitik aus erster Hand. Mit der Podiumsdiskussion über die Mobilität der Zukunft konnte das ZEW wieder gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen und damit einen Teil zum erfolgreichen Wandel beitragen.